So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Game bei mir auf der Channel, The Outer Worlds, auch gerade für 20 Euro im Store. Und da habe ich mir dann gesagt, ja, dann können wir uns das jetzt mal angucken. Und daher drücke ich jetzt eine beliebige Taste. Dass du das linke Logo kaum noch erkennen kannst. So. Einstellungen, Audio, Musik. Bevor es da wieder irgendwelche Schwierigkeiten später auf YouTube gibt, weil das wird auf jeden Fall Untertitel für Zwischensequenzen haben wir auch an. Auf YouTube kommen, Steuerung, Helm des Spielers anzeigen, Helm der Begleiter anzeigen, cinemastische Killkamera aktivieren, Kopf wackeln, na gut. So. Dann starten wir ein neues Spiel auf normal. So, Gesprächs... Aiden_Croft_TV. It seems like your sound alerts browser Das habe ich source doch is gerade offline. alles Make sure eingestellt. you implemented the source correctly. Das ist doch mal schön, dass sie auch anzeigen, wie groß die Schrift dann ist. Denk mal so, ne? Why stay earthbound when prosperity awaits you in the stars? Come to Halcyon, the only colony on the edge of the frontier, owned and operated by corporations. A trip of 10 short years will feel like mere minutes, thanks to the comfort and safety of your very own hibernation chamber. You'll wake up in a perfect society designed to maximize your productivity with guaranteed full employment. With only a minor term of service, you will become the master of your own destiny when you go out of this world to the Halcyon colony. Hundreds of thousands of colonists left adrift out here forever, just to keep from damaging the board's bottom line. Disgraceful. Die haben uns einfach hier gelassen. Echt? So, 6 Punkte können wir noch vergeben. Schick. Ach komm, machen wir alles auf einen Höher. Fähigkeiten. Haben wir noch 2 zu vergeben. I bet you're vicious with a tossball stick. Ach so. Moment. Ich wollte hier eigentlich... Ah, da. So.
Fernkampf. You are going to paint this system red, my friend. Verteidigung, Dialoge, Tarntech, Pyrobogen. Ich würde mal sagen Dialoge You could noch. probably talk your way out of a landing ticket. Begabung. Keine erkennbare Befähigung. Getränkebereitstellungstechniker, oh Mann. Bürokrat. Junior Kassiererin ohne leitende Tätigkeit. Bäuerin. Erdaufbereiterin. Junge. Hausmeisterin, jawohl. Ach komm, Hausmeisterin. I bet you're a genius with a mop. Du verbringst deinen Abend damit mit einer Flasche Säurereiniger und einem Wischtuch über unheilvolle Flecken zu knien. Wie das Blut dahin kam, ist unwichtig. Nachzufragen wäre über deine Gehaltsklasse und unter deiner Würde. Du bist ein Genie der Auslöschung. Wenn du deinen Job richtig machst, wird es nie jemand merken. Ach komm. Jawohl. Charaktername. Ja, also weiblich können wir ja nicht Aiden nehmen, ne? Machen wir da Aiden. Croft. Zusammenfassung, alles klar. Jo. Looks to be your lucky day, my friend. Der entführt uns gerade. Please power down your engines and prepare to be... Not likely, bootlickers. Initiate skip jump. Status. Structural integrity down 25%. Power levels down to 90%. Skip drive. Shit. Ja, da sind wir wohl gerade so entkommen. Ah, there you are. Wondering what's going on, eh? A bit of bad news there, I'm afraid. Your colony ship was inexplicably knocked out of skip space and forced to complete its journey at sublight speeds. This means that you and every other colonist on the Hope have been in suspended animation for 70 years, give or take. Normally, reviving someone after so long leads to some quite horrifying results. It's called explosive cell death, but it's really more of a liquefaction. Something wrong? Oh, yes, well, not to worry. I've pumped your body full of a special concoction I devised to keep you from dying so horrifically. Hopefully at all, but I guess we'll see, yes? Unfortunately, I used the last of my chemical supplies saving you. I know it's a lot to ask, but I must have your help securing more if we're to save the rest of your fellow colonists. I'd see it done myself, of course, but the board has a sizable bounty on my head. Now, my ship is inoperative, but I've managed to hire a smuggler to help you out. He'll be... Oh, I see we're in position. Good luck!
Remember the hope. Yeah. Can you hear me? Is this thing working? Ah, there you are. Now, where were we? Oh, yes, the smuggler. His name is Hawthorne, and he should be waiting for you at the landing site. He's to be your chauffeur, so to speak. Not to worry. I'm told he's a specialist. Dashing gunslinger, one-of-a-kind ship, that sort of thing. You'll like him, I'm sure. I've also outfitted you with a simple wireless monitor, so I can track your progress. I'll check in with you as soon as you land. Good luck. All the colonists are counting on you. Ah, nicht direkt so viel Druck aufbauen. Hallo? Wo sind wir denn hier? Ich bin gerade erst wach geworden. Should be close by. What in law's name? Is that him? Oh, that idiot. I told him to plant the beacon and move away, not stand there holding it. Oh well, no sense in letting his ship go to waste. Hawthorne won't mind you taking his ship. Better you than the board, huh? Not sure I trusted the fellow. Might have gone after the bounty on my head. Shame about the whole squashing thing. Nasty way to go. Oh, sieht schon cool aus. Ach, da unten müssen wir hin. Tutorial. Hin? Wo soll ich denn hin? Da hinten hin. Da hinten sollen wir hin. Ah. Ja. Easy now. You've been frozen for a while. There's bound to be unforeseen side effects. Einfach runterspringen. Verwende deinen medizinischen Notfallinhalter, um dich zu heilen. L1. Hey, you, come here. You've tried the best now. Now try the rest. Spacer's choice. Oh, law, that stings. Oh, beim Gesetz was?
Halt still, ich flieg dich wieder zusammen. Was ist passiert? Space oder sowas. We were out on patrol. I saw a marauder camp up in the hills. Thought I could take him. Then my gun misfired. Right through my side. I mean, what are the odds of that, right? Just barely scraped by with my life. Crawled in here and blocked off the exit with those canisters. Okay. Gibbering, flesh-eating, law-breaking, unemployed lunatics with guns. Some hullhead grounded their spacecraft out in the open. That's a real good way to attract marauders. See those canisters by the entrance? Marauders come sniffing around in here, and I can take them all out with a single shot. Not bad, huh? Hügeln, jemand hat illegal sein Schiff gelandet. Ich werde sie für dich zur Strecke bringen, überzeugen. Ich habe eine bessere Idee. Gib mir deine Waffe und ich hole Hilfe. Einschüchtern, du bist ein Idiot. Gib mir deine Waffe. Versuchen wir mal zu überzeugen. Yeah, okay. You look like you know your way around a gun. Got some spare ammo, not counting the bullet in my side. All Spacer's Choice weapons are now 30% less likely to malfunction. You've tried the best, now try the rest. Spacer's Choice. Yes, nailed it that time. So, kannst du mir sagen, wo ich bin? You hit your head or something? You're in Emerald Vale. We're a Spacer's Choice community. Edgewater's a little ways down. Prettiest place in the Vale. Be sure to stop by a provisioner's for a can of our famous salt tuna. Okay. The Hope? Is that some sort of fancy new drug? Are you with Auntie Cleo or something? Don't take this the wrong way or nothing, but I'm not allowed to fraternize with Cleo workers. Company policy. So, wir haben eine Waffe. Damn it, my ears! Oh, what just happened? Can you hear me? What in the... This... Ach, da sehe ich meine Munition. Taktische Zeitdilationen. Aufgrund von Komplikationen nach einer über der empfohlenen Dauer hinausgehenden Kryptophase verarbeitet dein Gehirn Zeit anders als andere. Mit der Taste verlangsamt sich die Zeit. Was ist denn das für eine Taste? Du kannst nur nachdenken, aber auch handeln. R1-Taste. Deine Zeit in diesem Moment ist begrenzt. Stillzustehen leert die TDC-Anzeige sehr langsam, während Bewegung Angriffe sich schneller verbraucht. Drücke die Springtaste zweimal, um nach links oder rechts von hinten auszuweichen. Ah. Hecken und Schloss knacken. Deine Fähigkeiten im Hecken und Schloss helfen dir, an Orte zu gelangen, an denen du nicht sein solltest. Mit Mac-Dietrichen kannst du Schlösser öffnen und können dir die Herrschaft überverbinden. Wenn deine Fähigkeiten gut genug ist, die Sicherheitsmaße zu belassen, erfährst du,
wie viele MAC-niedrige Kontakte es braucht und wie lange es dauern wird. MAC-niedrig. 2 von 4. Und nur einen. Nein, dann wollte ich nicht. Öffne ich das Ding? Hm. Was eine neue Waffe gefunden. Waffenwechseltaste möglich. Hier zwischen. Ach. Waffenwechseltaste. Ich gucke in Waffenverwaltung. Du kannst bis zu 4 Waffen zeitgleich ausgerüstet haben, indem du zur Waffe gehst und dann die Waffenplatzung. Ich denke, ich habe eine neue Waffe bekommen. Ist die gleiche. Rüstungsverwaltung. Medizin. Schrott. Ich hätte ja die Zeit mal verlangsamen können, ne? Ausprobieren können. Naja, ich muss erst noch reinkommen ins Game. Also eine dritte. Eins. Eins, zwei. Was ist Nummer 3? Oh, keine Ahnung. Man kann oder soll bestimmt auch mal versuchen, hier durchzuschleichen. Ja, direkt 2.
Stufenaufstieg. Glückwunsch, du hast genug Erfahrung gesammelt, um eine Stufe aufzusteigen. Öffne deinen Charakter, um deinen Charakter zu fördern. Erhöhen deine Lebenspunkte. Zudem kannst du Punkte auf deine Fähigkeiten verteilen. Jede zweite Stufe einen neuen Vorteil wählen. Weiter so und du schaffst es nur ins oberste Management. Fertigkeitenverbesserung. Jedes Mal, wenn du eine Stufe erhältst. Okay. Ich habe da eben... Wieso habe ich hier 17 auf einmal? Und du hast Treffer-Zoneneffekte für die taktische Zeit freigeschaltet. So, du bist seit deiner Stasis gesünder geworden. 50% Grundleben. Manchmal ist die einzige vertrauenswürdige Person man selbst. Das ist in Ordnung. Wenn du alleine bist, verursachst du höheren Schaden. Die sind nicht langsam, du bist einfach schnell. Du kümmerst dich besser um deine Waffenrüstung. Haben doch auch zwei. Ach, dahinter. Noch irgendjemand? Da steht noch einer. Plünderer. Das ist ja auch noch einer. Oi! Kommt die denn alle her? Da lädt man nach.
So, das dürften jetzt aber eigentlich alle gewesen sein. Weil, wer die Ballerei nicht mitbekommen hat, ist es uns selber schuld. Guck mal, ein Bewohner. Da hatte ich jetzt gar nicht so mit gerechnet, dass wir da was finden. So. Du kannst schnell zu freigestellten Orten reisen, indem du deine Karte öffnest und deine Ziele Please be anmeldest. informed that this vessel contains no valuable plunder. Ich will doch ja nicht. Unauthorized access of spacefaring vessels is a crime. Please submit yourself to the authorities. Reden. Hello, Marauder. I am Ada, the autonomous digital astrogator of this vessel. Please be informed that I am authorized to use violent retribution against unwanted solicitors. Please return any misappropriated equipment and exit this vessel in an orderly fashion. Failure to do so will result in your immediate destruction. Ja. Was willst du bitte machen? Dich in die Luft springen? Ich bin nicht hier, um irgendwas unrechtmäßig zu entwenden. Ich mag es nicht. I detect an elevated heart rate, indicating dishonesty. Please prepare yourself for lethal deterrence. Gesture procedures initiated. Disengage in airlocks. Prepare to reject all boarded parties in 5, 4, 3, 2, 1. Hier ist schon bewusst, dass wir auf dem festen Boden stehen, oder? Sollte da jetzt was passieren? You are still here. My deception protocols have failed. I have been programmed to express disappointment. Ich muss den Vogel zum Fliegen bringen. Ist das Hawthorns Schiff? This vessel is the registered property of Captain Alex Hawthorne. I am incapable of accepting orders from anyone other than Captain Alex Hawthorne. Hawthorne hätte mich hier treffen sollen, als ich gelandet bin. Dein Captain ist jetzt nur noch ein roter Fleck an der Unterseite meiner Rettungskapsel. I understand. I will require some time to process this information. Thank you for your patience and for your honesty. I am programmed to take orders exclusively from Captain Hawthorne. If I accept your orders, then you must be Captain Hawthorne. Do you understand? Ich verstehe, ich muss Hawthorne sein und wir kommen hier nicht weg. Okay, aber ich bin nicht Hawthorne. Hawthorne ist tot. I understand. You are speaking metaphorically. You wandered outside this ship and experienced a permanent, life-changing encounter. The old you is dead. Welcome back, Captain Hawthorne. I extend felicitations and congratulations on your life-changing experience. Toll, lass uns von hier verschwinden. Du verstehst nicht, ich heile Diane Croft. I understand. You are going undercover with an alias. I will update my discretion protocol accordingly. Unfortunately, our engine is currently inoperable. Our main drive suffered a critical power failure, and we were forced to make an emergency landing. The main drive's power regulator has been irreparably damaged and must be replaced.
Fremde im fremden Land, finde einen Energiegenerator. Wo soll ich das denn finden? Ich glaube kaum, dass so ein Teil einfach irgendwo in der Garage rumliegt. Astutely observed. However, the probability of locating a power regulator within a worker settlement falls within acceptable parameters of certainty. High-capacity power regulators are sometimes employed in the electrical networks of worker settlements. I have taken the liberty of printing you a new Captain's Identity cartridge. Please try not to lose it this time. This cartridge identifies you, Alex Hawthorne, as the registered proprietor and captain of the Unreliable. Do you understand? Ja, Ada, ich hab's verstanden, danke. Von der Arme gefällt mir. Lass endlich diesen Captain Hawthorne Scheiß. It is difficult for me to do so. I am programmed to accept commands from Captain Alex Hawthorne, after all. Best of luck in your search for a power regulator. Try to stay alive this time. Okay. Gucken wir uns mal kurz hier noch mal um. Ey, du kannst hier drin springen. Due to catastrophic power failure, all doors will remain on security lockdown. These are the crew's quarters. Alex preferred to travel alone, but he always had me. I suppose everything on the Unreliable belongs to you now, Captain. Help yourself. No, really. Boah, wir haben nur gesagt, du sollst aufhören mit dem Captain-Scheiß. Want to be a brand new you? Werkbank. Try out our respecification machine. Alex installed it himself, right before he died. These surveillance devices allow me to monitor you constantly. Please ignore them. The ship's engines cannot be powered until a replacement regulator has been properly installed. If your equipment is in need of repair or modification, the Croft's 2000 workbench is at your disposal, Captain. Ja, Gegenstandsreparatur. Jetzt Moment mal eben. So. Ah, jetzt funktioniert's. Alles klar. Kriminelle Handlung, Einbruch, Chancen, Hacken und Mord werden allgemein als illegal. Wenn du die resultierende Konsequenz vermeiden möchtest, solltest du währenddessen nicht gesehen werden. I'll be with you, friend. I'm Ernie, from the Spacer's Choice Department of Human Resources. Town sent me hereabouts to check on the guards. Now, seems to me, and correct me if I'm wrong here, but seems to me they're all dead. Mind telling me what happened here? Ja, die Wachen und ich hatten eine kleine Auseinandersetzung, verstehst du? Die Wachen haben sich auf ihrer Patrouille aus Versehen selbst brutal niedergeschlafen. Dein Ton gefällt mir nicht.
Don't cool your thrusters, friend. Just out here doing my trade. Gathering remains, tagging corpses, filing reports. Guess I'd better get to cleaning up. Can't just leave company property scattered about, bleeding out on the dirt. Ich könnte Ihre Ausrüstung gebrauchen. Wäre ja sonst zu schade um die guten Sachen. Gute Idee, dann kannst du dich ja gleich noch um dieses Schiff kümmern. Ist es dir egal, dass sie tot sind? No can do, friend. That armor's Spacer's Choice property. Bodies, too. Living or otherwise. Company policy, you see. You don't want to amble on over to Edgewater at your earliest convenience. Constable's office might have work for someone with your, let's just say, aggressive disposition. Oh, and be sure to stop by the Edgewater Provisioner for a can of salt tuna. It's not the best choice. It's Spacer's Choice. Augenblick, ich will dich etwas fragen. Don't get paid bits to chat with strangers. You want to chew the rag, go talk to Silas over by the cemetery. Boah, sieht schon krass aus. Huh? Na komm, dreh dich um und geh wieder zurück nach da. Da liegt ja einer. So, bleibst du jetzt die ganze Zeit da stehen oder gehst du nochmal zurück? Gehst nochmal zurück. Jawohl. Man soll doch treffen. Ha, erste Tod. Jetzt gehen wir mal ein bisschen links und rechts. Zuerst mal was umschauen. Auch noch einer.
Ach, leck mich doch. Sag mal, da steht weiter und laden. Spielstand laden. Und selbst wenn du auf weiter drückst, geht er ins Menü, um dass du dir deinen Spielstand auswählen kannst, den du laden willst. Was ist denn das für ein Schwachsinn dann jetzt? Dann brauche ich nicht weiter einfügen. Kann ich direkt sagen. Nur laden. Sag mal. Ich glaube, das ist kein Game für mich. Junge. Ich glaube, da bin ich zu... Ja, dumm nicht, aber zu langsam für. Überall diese scheiß Plünderei hier. Der Leichnam hin. Oh, er speichert. Ui. Sein. Da ist er. Da ist er. Jagdgewehr. Haben wir schon reingeguckt?
Das sieht schön aus. Was ist denn hier hin? Das wäre dann der eine Weg gewesen. Okay. Whoa, hey, where'd you come from? Running around in a marauder's attire. You're liable to give some people the wrong idea. Was soll das heißen? Nicht mein Problem. Seid ihr da mal nicht so sicher. Vielleicht bin ich ja hier doch eine Plünderin. It's in poor taste. Dressing up like a marauder's disrespectful to all the workers that got eaten by him. Ain't safe out here. You'd best head into town. Avail yourself of Edgewater's high walls. And low prices. Das ist ja schon direkt passend, ne? Oh, niedrige Preise. Wie war nochmal dein Name? Ich bin eine Croft. Wirst du dafür bezahlt, dass du dich mit Fremden unterhältst? Ist mir eine Ehre. Ich bin Alexander. Und deswegen hast du ein paar bewaffnete Wachen. Ja, wie war nochmal dein Name? Pleased to make your acquaintanceship. I'd shake your hand, but I've been hauling corpses. You don't want none of that on you. Name's Silas. Junior in humor for the town of Edgewater. We're all part of the Spacer's Choice family. Okay, mit wem kann ich über eine sprechen? Ich möchte ein bisschen Geld verdienen, solange ich hier bin. Dieser Ort sieht aus, als würde er auseinanderfallen. Juniorbestatter, toller Titel für einen Totengräber. Hey, I earned that fancy title. Started off a lowly junior gravesite builder, then junior interment engineer. Oh, and I was a junior burial assistant for a time. Irgendwas siehst du aber ziemlich alt aus. Eigentlich wollte ich noch was besprechen. Ja? In dieser Stadt muss einiges im Argen liegen, wenn du so viel zu tun hast. Habt ihr viele Leute an die Plünderer verloren? Former people, yeah. Marauders been raiding my graves, you see. Hence the armed guards. Worauf sind sie aus? Beute. Falls du ein Problem damit hast, kann ich mich gern darum kümmern. Irgendeine Idee, wo die herkommen. Worauf sind die aus? Oh no. They are after the most precious loot of all. Spacer's Choice Company property. If those marauders swipe any more bodies out of my cemetery, company's gonna duck my pay. Wie lange bist du schon?
You could look at it that way, I suppose. You could look at us and say, those Edgewater saps lost near every soul to plague. But you'd be wrong. We're survivors. Loyal company folk, brave in the wilds. Machst du dir keine Sorgen, dass du krank wirst? Every now and again, a virulent plague sweeps through our town. That's life on the frontier, I suppose. A body grows accustomed. Mit wem kann ich ja? Ich möchte ein bisschen Geld verdienen. Okay. Hang on, I'm doing some math in my head. 20, 30, carry the one. All my life? Work's been real good to me. Fresh air, exercise. Only problem's the paperwork. Can't get anybody to pay their gravesite fees. Was hat es mit den Grabgebühren auf sich? Edgewater is a company town, board-owned and operated. That includes the cemetery. None of us own our gravesites, we rent them from the company. Renting means money. Money means paperwork. Paperwork means signatures. Some of our families become a mite delinquent in paying their dues, you see? Soll ich die Gebühren, die man dir schuldet, eintreiben? Ist kein Problem für mich. Du lässt die Leute für ihre eigenen Gräber zahlen? Oh, das macht man echt ja im Grunde auch. Wieso treibst du die Gebühren nicht selbst ein? Ich muss dich noch etwas fragen. 4 workers still haven't paid up. Phyllis, Conrad, Ludwig, and Martin Abernathy. He's a special case. You may want to twist his arm a little. Wieso ist Ebony ein Sonderfall? He just is. Look, I don't want to get into it. Just make sure he pays up. Wo kann ich diese Leute finden, genau? Conrad's got a barbershop in town. Phyllis works at the cannery most hours. Abernathy... I ain't seen him in a few days. His domicile is near the cannery. You'll find him in town. All except Ludwig, that is. He's over by the landing pad. Okay. Ja? Hast du irgendwelche Neuigkeiten von der Hope? Die Hope ist seit, was war das, 70 Jahren verschollen oder so? Und die fragt jetzt, hast du was von der Hope gehört? The colony ship? Are you talking about that old rumor? Some great big starship packed full of colonists what got lost in the aether never to be found again? Ain't heard that one since I was but a stripling. Can't say it was terribly convincing far as rumors go. There a reason you asking? Ich verstehe es einfach nicht. Soll das heißen, dass sie uns einfach vergessen haben? Die Hope ist kein Gerücht. Sie existiert. Ich bin der lebende Beweis. Hope's just a rumor, friend. Ancient rumor at that. Maybe you've been out in the sun too long. Why don't you head over to the cantina? Get yourself some zero-G brew. It's a brew that's good for what ails you. Das ist doch lächerlich. Ich verstehe es einfach nicht. Die Kolonie hat uns doch erwartet. Look, I don't know what's got you caterwauling about Hope this and Colony that, but you need to stop. Or there's gonna be trouble. Trouble's in the asking. Board don't much care for folk running their mouths, spreading hoaxes and the like. Frankly, neither do I. Okay. Something I can do for you? Mit wem kann ich... Hey, wegen den Gebühren, die du wolltest. You run into any trouble? Ich arbeite dran. So. What? I wasn't dozing off. Hä? Was? Ich habe nicht geschlafen? Nein. Kommandant. I could really go for some salt tuna. So, ja, wir sind ja jetzt...
Leitungsbereitschaft, Konservenfabrik, Anlage von Space, willkommen. Nachrichten. Bestatterverband. Ein besonderes Angebot. Lieber Leser, liebe Leserin, dein Abonnent des Bestatterverband Newsletter ist abgelaufen. Wir möchten dich dazu einladen, dein Abonnent zu erneuern. Wenn du dich jetzt dafür entscheidest, dann erhältst du zusätzlich noch ein Exemplar unserer neuesten Publikation, Bild der Schaufel. Vierteljährlich. Mann. Konservenfabrik, eine Anlage von offizieller Werbetext. Ja gut. Das wollte ich mal nicht. Da ist sonst nichts. Von 20. Ah. Was haben wir denn da? Untersuchen. Vorzeitiger Ruhestand. Willst du deine Zeit in Luxus und Komfort ausleben? Träumst du davon, unter den Bögen Byzantiums hindurchzuschreiten? Der vorzeitige Ruhestand ist nun endlich da. Der vorzeitige Ruhestand ist deine Fahrkarte nach Byzantium. Der vorzeitige Ruhestand ist das Geschenk des Vorstandsvorsitzenden Rockwell und des Ministers Clark an dich. Die Teilnahme am vorzeitigen Ruhestand-Programm erfolgt per Lotterie. Gewinner erhalten eine einfache, vollbezahlte Reise zu ihrem neuen Leben im Byzantium, dem Juwel von Holkorn. Bevor wir in die Stadt gehen, gucken wir uns hier draußen noch was um. Kann ich die Tür eigentlich auch schließen? Ja. Da. Überbrückungskontakt. Okay. Augenblick mal eben. Ach, da war ein Kratzen im Hals, das zum Husten angeführt hat und deswegen trinke ich mal hier kurz einen Schluck. So, jetzt geht's weiter. Ah, Dusche. Kann man die benutzen? Nein. Das wäre noch ein Gimmick, ein Highlight gewesen. Würde ich sagen muss, wow, dass sie das, oder gesagt hätte, wow, dass die das eingebaut haben. Haben wir eigentlich ein begrenztes Inventar? 106, 21, 53.
Nein, da wollte ich hin. So, wieder haben wir 4. 3, 4, 9. 9. Ausgebeulter Niedrigdruckhelm. Das ist Rüstungstyp leicht einschüchtern 3. Mittel Schlossknacken plus 5. Was haben wir denn hier? Verbrauchsgegenstände. Medizin 20, 40, 80. Inhalator. Adrenalspray. Ah. Und Wert, Gewicht, Wert-Gewicht-Verhältnis, Name. Okay. Station haben wir keine allgemeinen Waffenteile, Rüstungsteile, Aufträge. Aufballkarte, Mörderfleisch, Mörderschädelfinne, Konzerndienstauszeichnung. Aufgabe. Bis ins Grab. Treibe die ein. Okay. Verbockt? Habe ich noch nichts. Jubel, Trubel, Heiterkeit. Ich nehme an, die kümmern irgendwann verkauft die Sachen. Deswegen alles mitnehmen. Alte Übergangszeit Schrotter. Spacer's Choice. Ja. Erinnert uns wie an Fallout. Ja, 6000 Points. Sehr schön. Kann ich die Waffe eigentlich irgendwie wegstecken? Warum blinkt deine Waffe gerade? I don't know. Konzernwache. I appreciate the company and all, but you really ought to leave. You don't want to be seen around me. Warum? Because I'm sick. You don't want to associate with people in the sick house. We're not worth your time. I'm in about as much trouble as I can be. No reason you ought to be tarnished by association. People are gonna talk. Ist mir egal. Wieso? Was ist hier los? Bei dir klingt das so, als ob ich unter Beobachtung stünde. Was ist hier los? Figured it was obvious. I got sick. Couldn't get better on my own. Got moved here for everyone's sake. Maybe you don't know this, but there's a real simple reason you don't talk to the plagued. You don't want what we've got. Ich habe ein bisschen Übung. Ich könnte einen Blick auf dich werfen. Stärke. Ich mache mir keine Sorgen. Ich werde nicht oft krank. It's not the plague you gotta worry about catching. It's my attitude. Company always tells us,
Weak spirits lead to weak bodies. If I didn't want to fall sick with plague, maybe I should have worked harder. Maybe I should have taken more pride in my work. Also du bist im Kopf krank, Mädel. Nicht physisch, wenn ich das richtig verstanden habe. Okay, das ist doch Quatsch. Es ist doch nicht deine Schuld, dass du krank wurdest. Dafür ist es jetzt zu spät. I really wish you wouldn't say those sorts of things. I told you once already. People could be listening. I'm feeling a touch faint. If you don't mind, I'd like to be alone for a spell. Okay. At least I paid my gravesite fees. Ja. Lecker. I don't have time for this. What was that? Take him down! Time to collect a fine bounty! Geht denn hier ab? Was geht denn hier ab? Another day at the cannery. Don't go knocking your work. At least we've got work. Hey. Barbershop. Das ist der erste. Merciful law. Is that a marauder's outfit? I don't want you wandering into my shop wearing something you've lifted off a corpse. Please don't touch anything. Your hands are probably crawling with germs. Physical hygiene recapitulates moral hygiene. Cleanliness is next to lawfulness. Ganz ruhig, alles sauber. Gibt es zu deinem Haarschnitt eigentlich immer einen gratis Predigt? Du kannst meine Hände gern von nahem sehen. Ganz ruhig, alles sauber. So everyone says, until someone forgets to cough into their elbow, and then we're all dying of plague. I'm Conrad. You will report to me if your hair fails to meet Spacer's Choice aesthetic standards. You will also report to me in the event of your death, whereupon I will clean and prepare your remains for interment. Außerdem hast du dich im Falle deines Todes bei mir zu melden. Also klar, wenn ich tot bin, komme ich nur eben zu dir und sag, ich bin tot. Gravesite fees. Silas and I had talked about this at length. I thought I'd made it clear my pecuniary situation precludes the necessary restitutions. Das heißt, du bist pleite? As broke as pie crust, friend. Bidless, indigent, destitute. I simply cannot afford it. I am a blemish on the prosperity of our fair settlement. When I expire, I expect Silas to toss my body into a ditch. Das ist mir egal, Zeit zu zahlen. Der Begriff Wohlstand muss bei dir sehr weit gefasst sein. Was für ein Auftritt, Konrad. Du solltest Schauspieler werden. With what? My own blood? Tell Silas I can't afford to pay, and that I fully expect to have my medical rights revoked for this dereliction. With my apologies. Augenblick Behandlungsrechte? Stell Silas einfach einen Schuldschein aus. Some time ago, I fell ill with the plague. By the grace of the law, and through my own hard work, I'd proven worthy of treatment. Frankly, I don't imagine I'll earn that right a second time.
The barber work hasn't been profitable, you see. I've had to keep this old place running with my own savings. So, okay. Stellen Schuldschein aus. Not a bad idea. But I'd need some kind of collateral. My pair of lucky clippers. No, that won't do. Your idea intrigues me, but I'm afraid I don't have anything to give Silas. I'm open to suggestions. Ich sage dir Bescheid, wenn mir etwas einfällt. Ich habe keine Zeit für sowas. Much obliged. Was sind wir denn jetzt? Konrad, Rezeptionist, hat sich erschossen. Was? Das ist schlecht. Die Firma muss das so sehen, wie es ist. Zerstörung von Spacer scheust Firmeneigentum. Eugen war ein Aktivposten und irgendwer muss seine Leichengebühr bezahlen. Das würde uns ruinieren. Also dachte ich, wir verkaufen seine Zähne. Eugen hat einen kompletten Satz Goldzähne. Familienerbstücke. Goldzähne? Familienerbstücke? Oh Gott. Oder so. Du kümmerst dich um den Leichnam, oder? Nimm dir etwas Zeit und hol sie da raus. Wir verhökern die Zähne still und heimlich, zahlen mit dem Witz die Leichengebühr und niemand muss das erfahren. Was sagst du dazu? Schreib nicht zurück, rede am besten gar nicht mit mir. Gib mir einfach ein geheimes Zeichen, wenn du mich das nächste Mal siehst. Wackel mit den Augenbrauen. Phyllis G. Da-di-da-di-da-du. Ba-ba-ba-ba. Tagebuch. Bis ins Grab. Achso, da. Treibe Konrads Gebühren. Konrad ist einer, der Konrad meint, er könnte sich seine Gebühr nicht leisten. Du hast eine Notiz von Phyllis an Konrad gefunden. Vielleicht könntest du die darauf enthaltene Information nutzen, um Konrad dazu zu bringen. Moment. What can I do for you? Ich möchte mein Schiff reparieren. Ich weiß über Eugen Bescheid. Warum verschwendest du nicht seine Zähne als Pfand für deine Gebühr? Du klingst, als hättest du Ahnung von Materie. Die Medizin kenne ich aber ein wenig aus. You know about Eugene? How? Ich habe eine Nachricht von Phyllis entdeckt. Then, you know Phyllis suggested selling off Eugene's gold teeth. I didn't approve of the idea then, and I don't approve of it now. Eugene's golden teeth were a family heirloom, representing 3 generations of poor dental hygiene. He took them to his grave. Also 3 Generationen derselben Familie haben mit denselben Goldzähnen gegessen. Er wird sie sicher nicht vermissen. Ein paar Bits sind sie doch sicher wert gewesen. More than a few. Those teeth were his personal savings. I can't ask Silas to dig up a man's body and pry a few teeth loose from his jaw just to pay my bills. Can I? Dir bleibt nichts anderes übrig. Das ist mir egal, ich bin nur hier, um deine Schulden einzutreiben. Dir bleibt nichts anderes übrig. Yes, I suppose I must. Here you are. Gravesite papers affixed with my signature and an IOU. Okay. Ja. Erste haben wir geschafft. Das war jetzt noch relativ einfach.
Emilia. I don't know you. Ich bin ja. Amelia Kim, Spacer's Choice Beverage Dispenser. I don't know what you're about, but this here's a Spacer's Choice drinking establishment. We're all loyal, hard-working company folk here. Dann servierst du mir also kein Getränk. Wahrnehmung geht hier etwas vor sich, von dem ich was wissen wollte. Charisma, was für ein herrliches Lokal es ist. Am I that easy to read? Yeah, we've been having some problems lately. Loyalty issues, lines in the sand. I know where folk in Edgewater stand. But you, I don't know you. If you're gonna have a drink, I'd like to ask that you do it within the premises. Can't have you taking drinks over to those deserters. Soll mir recht sein, dann zeig mir mal, was du auf Lager hast. Was hat es mit den Deserteuren auf sich? Traitors. A lot of them. Bunch of folks decided they were tired of working and went out into the wilds to fend for their own selves. Town's already struggling to make quotas, even without that band of slackwits abandoning their posts. Bunch of lazy, shiftless rung leeches. Anyway, enough about them. What can I do for you? Ich hätte gerne ein Gläschen. Ich will mit demjenigen sprechen, der für den Laden hier verantwortlich ist. Ich wollte nur ein wenig plaudern. Allgemein ein Gläschen. Ja. Deine Händlerfähigkeit entspricht deiner höchsten Dialogfähigkeit und wird verwendet, um beim Kauf und Verkauf den Preis für Händler festzulegen. Deine Bits. Moment mal. Kaufen? Ach so, alles klar. Da ist Verkaufen. Was ist denn da? Der Wurfballschläger. So. Variieren kann man ja auch. Leuchtpistole Stufe 1. Das ist nicht genug Bits, alles klar. Euch kann ich nicht reden. Oh, wie geht's denn hier hin? Also, dass er die ganze Zeit hier mit gezogener Waffe rumlaufen kann, das verstehe ich ja nicht, ne? Aber ja.
So. Also, Canary. Eben stand da irgendwo Aussie. Da Aussie. Inside the walls today. Nothing for us outside those walls. You ought to know that. General Store. Mal kurz reinschauen. You think corporate's ever gonna visit? I'm not holding out hope. Boah, was ist das denn hier? Hmm? Talking to the good vicar always lifts up my spirits. Was ist das denn für ein Teil hier? Domex. Yes, what is it? You're an outsider. Fantastic. Vicar Maximilian de Soto at your service. Or Vicar Max, if you're the sort who prefers brevity. I so rarely get new people to talk to. Name your poison, anything at all. Spiritual counseling? This season's tossball predictions? The quickest way out of town? Ich suche nach einem Energieregulator. Mechanical tomfoolery is well out of my purview. I suggest you take such matters to Mr. Thompson in the cannery. Okay. Oh, and a word of warning. If you're considering wandering around outside the safety of the town, you'd best be cautious. Und wann liegt das? Ich war schon draußen, hat mich nicht groß beeindruckt. Ich komme sicher besser klar als ein Vikar. Marauders are about. Though if you are planning on venturing outside, I do have a proposition that may interest you. One of the reasons I transferred here was to fulfill my duty in hunting down banned heretical texts. I happen to know such a book is, as we speak, tainting a collector's library in Emerald Vale. However, the collector's residence lies outside the town's walls. My retrieval efforts have been thwarted by marauders who have overrun the property. Should you fare better than me, I'd pay a handsome sum for the book. Ja, der nächste Auftrag. Sagst du, red nur weiter. So you'll consider it? I do appreciate you hearing me out, and, your discretion. It's a handwritten journal, a faded blue cover with the name M. Bakonu handwritten in the lower corner. I'll mark where I saw it on your map. Assuming you're serious? Falls du es ernst meinst, ich werde nach deinem Buch sehen. Was ist ein Vikar hinter... wieso ist ein Vikar hinter einem verbotenen Ketzerbuch her? Ich nehme an, du willst es verbrennen, sobald du es in den Händen hältst. Ich muss erst ein wenig mehr über dieses Buch wissen, bevor ich mich dazu bereit erkläre. It is not only a beautiful relic of a bygone time, it's also the thoughts of an early thinker on the nature of man's place in the cosmos. Not many in this colony could understand its true value, should they ever read it. Wenn ich es mir recht überlege, habe ich kein Interesse daran, den Aufbruch zu spielen. Nein, ich... Thank you. If you retrieve it, you can always find me here. Gut. Ein neuer Auftrag. Das sieht mir jetzt so ein bisschen hier so aus wie die Kirche. Und du kannst hier trotzdem mit der Waffe gezogen Hey rumrennen. there, Also, Mary. Don't see you round here too often. Oh, I just came to talk to the vicar is all. None of us are above confessionals. What have you got to confess? You ain't thinking of deserting, are you? What? No. geht's nicht raus? Da geht's raus. Ich nehme an, da geht's wieder aus der Stadt raus. Ja.
Da wollen wir noch nicht hin. Don't make me report you to Mr. Thompson. Bin ich da auch rum? Natürlich nicht. Edgewater. Ah, hier haben wir noch alle Stadtteile hier. Sorry, I'll just be a minute. You had a minute. Next one comes out of your pay. Ease off the threats, friend. I'm going. Boss's orders. We all got quotas to make. Huh? Ich einfach so reingehen? Fortsetzen. Es ist vielleicht nicht das Beste, aber das Beste, was du bekommst. Spacer's Choice. Steht ja nicht wirklich viel drin. Aber hier Maschinenbuch, Handbuch. So. You the new worker? Whatever. Make it quick, Tenderfoot. I'm busy. Dann bist du wohl die Vorarbeiterin. Foreman Granger. Mind those words don't come out of your mouth unless preceded by yes or right away or thank you. Grabgebühren, ich bin hier, um sie einzutreiben. Shit. Silas still on about that. Here, take the fees. I'd appreciate it if you didn't tell Reed I was late on my payment. Diese Dokumente sind nicht in deinem Namen unterzeichnet. Because they're not my fees and not my gravesite. Guy I worked with shot himself. I paid the bill. Nett von dir irgendwie. Du musst die Grabgebühren deines Nachbars bezahlen. If you're not familiar with board law, you ought to be. Law requires delinquent gravesite fees to be paid by the deceased party's closest living relative, which meant me. Shame, though. Eugene was a good worker. Du meinst, der Typ hätte sich selbst erschossen? Was? Woke up one morning and put a round through his upper story. Can't imagine why. The kid was doing all right at his desk. We all thought he was an upstanding receptionist. Just between the two of us, I'm pretty shocked his weapon didn't misfire. Spacer's Choice handguns aren't the most reliable. Was für eine furchtbare Ursache. Muss hart sein, Familie zu verlieren. Eugene wasn't family. Hast du nicht vorher gesagt, du wärst seine nächste lebende Verwandte? Yeah, I was the closest living person relative to his body at time of death. I'm the one who found him, you see, so I pay the fines. Suicide's a crime. The legal term is irreparable damage to company property. What Eugene did to himself was vandalism. War Vandalismus. Müsstet ihr etwa seinen Einzelteil von den Wänden kratzen oder so? When one of your workers commits a crime, the entire town pays for it. In other words, Edgewater would have been penalized pretty hard. Whatever Eugene was worth as an asset,
we would have had to pay out of pocket to Spacer's Choice. War ein Mensch, kein Gegenstand. Well, excuse you. I'll have you know, Eugene was an asset to us all. May his atoms be commended to the law. All I know is Silas asked me for Eugene's gravesite fees, which means he was approved for burial, which means his papers went through, which means the town's in the clear. I'm just glad to put this whole ugly affair behind me. Eugene can rest his bones in peace, and the rest of us can get on with our own lives. So, die zwei haben wir abgeschlossen, okay. Nachrichten von Thompson. Phyllis, angesichts deiner guten Arbeitsleistung und positiven Arbeitseinstellung habe ich dir die Genehmigung für eine ärztliche Behandlung im Falle einer Ansteckung erteilt. Wie du sicher weißt, hat die Firma uns nicht ausreichend Medikamente für die Behandlung aller Arbeiter zur Verfügung gestellt. Ich wünschte, ich könnte alle Mitglieder der Spacer's Choice Family behandeln lassen, die der Seuche anheimfallen, aber dies ist mir nicht möglich. Die Arzneiprivilegien sind streng leistungsabhängig. Bitte teile deine Arzneiration unter keinerlei Umständen einem anderen Arbeiter mit. Wir sitzen alle im selben Boot. Okay, gemein nur dies. Persönlich. Hacken 5. Sie haben voneinander von persönliche Dateien. Passwort Neuling. Passwort akzeptiert. Willkommen bei Granger. Oh Mann. Neuling. Persönliche Dateien. Letzter Eintrag. Theodor, letzte Nacht beerdigt. Reed hat mich gebeten, seinen Tod nicht in unserem Quartalsbericht zu erwähnen. Klingt fair. Wurde gebeten, eine Stellungnahme oder sowas für die anderen Arbeiter vorzubereiten. Habe darüber nachgedacht. Weiß nicht, was ich Ihnen erzählen soll. Endet nicht wie Theodor. Erledigt eure Arbeit. Kommt pünktlich. Lächelt. Dann bekommt ihr eure Arzneiprivilegien. Ein guter Anfang? Kolle, gefunden eine linke Hand, am Handgelenk abgedrängt, geringfügige Knochenschäden. Leute, das ist schon unsere zweite ungeplante Amputation in ebenso vielen Monaten. Bitte gebt beim Umgang mit Maschinen vorsichtig und sicherheitsbewusst vor. Alle Wartungskosten werden von eurem Gehalt abgezogen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Was ist denn für ein Automat? Verkaufsautomat, okay. Kann man da was lesen? Nein.
versperrt. Das ist wieder was absolut für mich, ne? Erkunden, erkunden. Kenne ich das schon? Nein, da war ich noch nicht. Oh. Ein Glück kannst du aber hier wenigstens rennen. Kannst du bei vielen Games nicht. Aber wieso kann ich ihn nicht aufnehmen? Geothermale Anlage. Die Region Immerwalde wird von der geothermalen Anlage von Spears Joyce mit Energie versorgt. Spears Joyce ist stolz darauf, die Kolonisten von Halcon mit moderater, innovativer Technologie zu akzeptablen Preisen zu versorgen. Spears Joyce, das Beste, was du dir leisten kannst. Ah, den muss ich erst deaktivieren. Befehl kann nicht ausgeführt werden. Der Energieregulator kann nicht deaktiviert werden, solange der Transformator aktiviert ist. Transformatorabschaltung nicht funktionsfähig. In Übereinstimmung mit den Ingenieursarbeiten und Entwicklungsrichtlinien von Space Joyce wurden die Abschaltungsprotokolle für alle Transformatoren deaktiviert. Dies soll illegale Manipulation, Verbesserung oder Diebstahl der firmeneigenen Technologie verhindern. Warnung: Bitte vermeide es, Modifizierung oder unerlaubte Änderungen am elektrischen Transformator von Spencer Joyce vorzunehmen, während die Energieversorgung aktiv ist. Eine Zuwiderhandlung kann zum Tod, katastrophalen Verletzungen oder irreparablen Schäden am Transformator führen. Wieso kann ich da drauf schießen? Das bekommt hier in der Konservendosenfabrik keiner mit, dass ich hier am Rumballern bin. So, da müssen wir irgendwie rausbekommen, wie wir das Ding ausstellen. Um den Regulator ausschalten zu können. Ich weiß noch nicht, wofür es gut ist oder ob es gut ist, dass wir die ganzen Sachen schon zerstören, aber wir machen es mal. Versperrt. Da waren wir drin. Haben wir gelesen.
raus. Da geht's auch raus. Protokolle. Hinweise, ja. Hält sich strikt an die Spacer-Standards in Sachen Gesundheits- und Sicherheitsschutz. Hinweise. Plane die Termine für deine Krankentage mit deinem Spacer-Vorarbeiter oder einem Vorgesetzten. Alles klar. Geh zu Personalchef und sage, hör mal zu, wie sieht's aus? Kann ich dann und dann krank machen? Geil. Nimm Rücksicht auf die anderen Mitglieder der Spacer's Choice Family. Du kannst mit 2 bis 4 Wochen Bearbeitungszeit zur Bewilligung deiner geplanten Krankentage rechnen. Verlorene Stunden müssen dem Konzern erstattet werden. Solltest du Probleme mit der Bezahlung deiner Krankentage haben, wende dich an Reed. Wir werden versuchen, stattdessen Lohnabzüge für dich zu arrangieren. Denk daran, Arbeit stärkt den Geist. Die Krankheit des Körpers spiegelt Krankheit im Geist, Verstand und Charakter wider. Solltest du feststellen, dass du krank wirst, ist es möglicherweise an der Zeit, ein Treffen mit unserem ansässigen Vikar zu arrangieren. Ah ja. Wo geht's denn hier hin? Oh, Papa. Miss Holcomb, I need to explain this. The grease monkey, Argo? I'm sorry, Mr. Thompson, sir. You asked why it's taking so long to fix. The answer's technical. Don't apologize. Just try using small words for me. The cans bust open in the oven because she's set to cook saltuna, which isn't what we've got. Mr. Thompson? I think there's someone here to see you. Focus, Miss Holcomb. You and I are still talking. Let's start over. Walk me through the process. Show me where it's going awry. Well, sure. It's, mostly on account of what we're feeding into the mechanism. It puts food in cans. We have food, we have cans. Why won't it work like we need? She's expecting saltuna of a certain size. We're filling the cans with, well, not fish. Toll, jetzt wollte ich den gerade weiter zuhören und in dem Moment ein bisschen was trinken. Da hört die natürlich auf zu labern. So, Mr. V. Thompson, dann erklär mir mal was. Seems we've got a guest. Really now, Parvati, I do wish you'd spoken up. I do apologize. I was given no forewarning of your arrival, or I might have welcomed you at the gates myself. Du musst der Boss der Stadt sein. I'm Reed Thompson, Outpost Administrator. I must say, wearing a Marauder's outfit is in very poor taste. I do wish you'd show your uniform a little more respect. Ich glaube, du bringst da was durcheinander. Uniform, wovon redest du? Ich arbeite nicht für Scheißers. Tschüss. Of course not. I don't have that kind of luck. Seems I allowed my excitement to run away with my wits. Been a few seasons since we've had a visitor pass through. Ein Schiff muss repariert werden. Ich suche nach einem Energieregulator. Only regulator we got is hooked up to the town transformer. Mr. Thompson ain't liable to be keen on dismantling it. I beg your pardon. I am most emphatically not keen on any such thing. I can't let you have our power regulator. But I happen to know of another one. And I happen to know exactly how you may retrieve it without frying yourself in the process. Draufgehen? Lass mich raten. Ich soll irgendwas für dich erledigen, bevor du mir hilfst. My proposition benefits the both of us. Please, hear me out. There's a power regulator in the old botanical lab. It's mostly abandoned, so all that power is being squandered. Go down to the geothermal plant. Reroute power from the botanical district over to us. Once their power's shut down, you can have their regulator and be along on your way. Was genau meinst du mit größtenteils verlassen? Das ist ein großer Gefallen.
um den du eine Fremde bittest, sag mir mehr über diesen Geil. Der Kraftwerk. Was meinst du mit größtenteils verlassen? I was not entirely sure how to tell you this. The botanical labs are not legally inhabited, but there are people who live there. Sag mir, was ich machen muss. Was für eine Überraschung, damit hätte ich ja nicht gerechnet. Ich glaube nicht, dass die sonderlich erfreut sein werden, wenn ich ihnen den Strom abstelle. No, I do not imagine they will be pleased. But like a parent disciplining an unruly child, you will be doing them a kindness. The people living in the botanical labs, they're deserters, former workers. I need them back at their posts. I need them to come home. Sag mal, was ich machen muss. Wieso? Wenn ich ein kleines Problem mit den Sachen löse, dann musst du mich pro Kopf bezahlen. Edgewater is struggling. We haven't hit our production quota in years. If we don't meet our quotas this year, the company might shut us down for good. I need those workers back at their stations. Ich sag, wann ist mein Problem? Ich habe Edgewater gesehen, die Arbeiter hatten einen Grund abzuhauen. Kann nicht helfen. Neither do I. The fault was entirely mine. I pushed them too hard. My hope is that by cutting off their power, you will convince those deserters to come back to town. Before you go to the plant, I want you to stop by the botanical lab. Speak to their leader, Adelaide. Tell her the power's about to go, and that it's time her band of deserters came back to town. In Ordnung, Edi. Ich werde mal sehen, was ich machen lasse. Wie erkenne ich Adelaide? Adelaide's older than the other deserters. She's dignified, kindly. From what I understand, her camp looks to her for leadership. Die Arbeiter haben die Stadt sicherlich nicht grundlos verlassen. Was, wenn er denn nicht zurückkommen will? Du willst, dass ich den Strom für die ganze Gemeinde abschalte? That reason was me. I asked too much and pushed too hard. But I am ready to make amends if they are willing to return to the fold. We belong to one community, the Spacer's Choice family. If we dissolve into factions, then we will all perish separately. Adelaide will understand that. In Ordnung, Edi. Ich werde mal sehen, was ich machen My lässt. dad told me all about the plant. Taught me all he knew. I could come in useful. I mean, if that's all right with you, Mr. Thompson. Sir. I hesitate to part ways with Miss Holcomb, but I cannot deny that she is talented and may prove useful to you. You will need an administrative passcode in order to enter the plant. I am trusting you with mine, and trusting Miss Holcomb to guide you if you'd like. Klar, ich hätte nichts gegen ein bisschen Gesellschaft. Oh, komm, mal mit. I got my wrenches and diagnosticators and hairpins and engine tape, so I'm all set. Well, I am glad to hear that. Best of luck to you, and thank you again for your help. It is a lot to ask of a stranger, I know. Bester Freund, Trophäe erhalten. C&P Junior Manager Seminar. Begleiter. Du hast einen Begleiter gefunden. Das sind Charaktere, die dir auf deinen Abenteuern beistehen und auf vielen Arten helfen können. Plus Begleiter geben Feuerschutz im Gefecht. Ihre Fähigkeiten verbessern deine Fertigkeiten. Sie erhöhen deine Tragkapazität. Mit der Fertigkeit Inspiration kannst du spezielle Begleiter-Kampffähigkeiten freischalten. Okay. Mehr kann man hier nicht machen. Okay. Sorry, can't do that. Was ist das denn da oben? Hey, ma'am, can we talk? Sorry. Let's talk when you're free. Sorry. I
You just want to get out of here. And you likely don't want to tag along like me. It's just, Mr. Thompson has his own view on matters, on account of it's his job and what all, but that's not the only side of the tale. Geht es etwa um die Deserteure? Von welcher anderen Seite sprichst du? Dachte ich mir schon. Reed wirkt auf mich nicht gerade wie ein besonders ehrlicher Mensch. Seine Sicht der Dinge wirkt auf mich ziemlich einleuchtend. Wenn ich mich für Nuancen interessieren würde, wäre ich nicht so schwer bewaffnet. Wir ziehen los. Dachte ich mir. Geht es um den... To Mr. Thompson, a person's a gear. It does its job quiet-like. If it squeaks or stutters, it gets replaced. The deserters are decent folk. I knew some of them before they left. Ich kann es niemand verüben, von ihr wegzuwollen. Die Stadt hat ihre Probleme. Wie gut hast du die Deserteure gekannt? Hast du mit ihnen zusammengearbeitet? Warst du mit ihnen befreundet? Kennst du diese Adelaide, von der Reed gesprochen hat? Ja, sicher, die sind ganz aufrichtig Leute und weiter. Mich würden ja zwei Sachen interessieren im Grunde. Einmal hier, kennst du die Adelaide oder kennst du die, wie gut hast du die Deserteure gekannt? I don't know anybody well. I mostly listen to them talk, kept my head down. There was a boy named Thomas who used to follow me around, asking questions about the stuff I fixed. He was real sweet to me. Not any sort of dissident. Miss McDevitt? Oh, gosh, no. She was a real important person. A flavorist. Made all the food taste decent. She used to work up in the big office with Mr. Thompson. All I know is she left after her son died. It was a real big to-do. I could hear them both yelling clear from my own place. Okay. Lass mich nicht so hängen. Worüber haben sich Reed und Adeline gestritten? Can't say as I know. I wasn't there. The sound carried, but not the words. If Mr. Thompson ain't of a mind to tell you his own self, you'd best ask Miss McDevitt, if you can get out to her. Okay. Life's hard here. Especially for them that don't fit in so well. We're one big Spacer's Choice family, but every family's got the one the rest whisper about. Mr. Thompson's aiming to take away their power. They'll have no lights to see, nor heat to cook. They'll be at the mercy of marauders, or worse. I think you should talk to the town's vicar about it. Max, his name is. Mit Vicar? Das kenne ich doch schon. Könnte wohl nicht schaden. Wir schauen mal vorbei. Worüber willst du mit dem Vicar reden? Darüber einen Stromschalter am Generator umzulegen? Ich bin dem Vicar bereits begegnet. Er hat mich gebeten, ein Buch für ihn zu besuchen. Books are for rich folk. I wonder what he wants with something like that. Könnte wohl nicht schaden. Worüber willst du mit dem Vicar reden? About if what Mr. Thompson proposes to do is upright. Leaving Miss McDevitt's folk to their fate. Their neighbors. Kin. And maybe he can think of something else to try. Something we ain't. He used to go walking outside town. Maybe he found something that'll help. It's just an idea. That's all. Könnte nicht schaden, okay? Thanks, ma'am. I just think when you gotta make a decision that'll hurt somebody, it's best to think on the right and wrong of it. That's what my dad used to say anyways. Gut. Fertigkeitspunkte verfügbar. 10 Punkte. Mal hier ein bisschen hoch. Zurück. Kann man doch gerade. Ich habe schon gerade vergeben gehabt.
Aufgeladene Nahkampfangriffe. Wenn du die Angriffstaste gedrückt hältst, lädst du einen mächtigen Angriff auf, der deutlich mehr Schaden verursacht. Lädst du während eines normalen Angriffs auf, führt das zu einem stärkeren Schwungangriff. Mehr Gegner treffen kann. Kampfdialogfähigkeiten. Du hast eine Dialogkampffertigkeit freigeschaltet. Wenn du die richtige Art von Gegnern angreifst, werden diese dadurch automatisch mit einem Statuseffekt belegt. Tagebuch. Aufgabe. Ach so. Begleiterauftrag. Das bebilderte Handbuch. Fremde im eigenen Land. Volle Energie. Überbringe Weeds Nachricht. Adeline. Sprich mit dem. Leite den Strom. Ha. Bedeutet das jetzt, wir müssen das machen und das oder einfach den Strom nur umleiten und das wäre dann verbockt? Oh, wo sind wir denn jetzt hier ausgekommen? Wenn du reinkommen willst. Oh, mach die scheiß Tür hinter dir zu. This is where the magic happens. Well, science. But it still happens here. Hey, that's... I mean, if you need it, okay. Vor ihr darf ich schon mal klauen. Bekommen. Aktuell sind 3 offene Problemtickets vorhanden. Eine Option zum Fortfahren auswählen. Das ist einfach so Fehler beim Starten des Agilladers Seriennummern wird, oder? Vorrangiges Problem. Ausfall der Hauptproduktionsstraße der Konservenfabrik. Kann ich hier eigentlich irgendwie selber abspeichern? Ich gar nicht. Ach, wir sind jetzt bei dir zu Hause. If you're hungry, I could open up a can of something. My dad's... It's an office. Just my... Willkommen, Robert. Bitte ein Schlagwort für gedrückt halten, um einen neuen... Letzte Suche in Dumati. Suche läuft, 2 Einträge gefunden.
Inumati hat heute Edgewater verlassen. Sie wurde auf Terra 1 versetzt. Ich habe sie auf der Plattform zum Abschied geküsst und sie gefragt, ob ich sie je wiedersehen würde. Wir wussten beide, dass die Antwort Nein lautet. Schau nach oben, denk an mich. Ich werde auch nach oben blicken und an dich denken. Robert, Sie haben nicht zugelassen, dass ich sie behalte, aber ich weiß, dass du sie liebevoll aufziehen wirst. Vielleicht sogar liebevoller, als es die Zeit mir erlauben würde. Du bist geduldig und für andere auf eine Art und Weise da, wie ich es nicht bin. Die Firma sagt, sie hat keinen Namen, bis du ihr einen gibst. Ich frage, ihr Name lautet Parvati. Man hat mir gesagt, dass ihr Geburtstag auf den Tag festgelegt wird, an dem sie dir von Rechts wegen übergeben wird. Tatsächlich wurde sie am 7. Juli geboren. Lass sie fühlen, dass sie etwas Besonderes ist, auch wenn sie es nicht kann. Auch wenn ich es nicht kann. Es hat mir gefallen, wenn ich ihr vorgesungen habe. Nur dann hat sie aufgehört zu weinen. Gestern Abend habe ich mir das Handbuch zum Weltraummaschinenbau durchgelesen. Fast hätte ich es aus reiner Gewohnheit laut vorgelesen. Es ist 10 Jahre her und trotzdem kenne ich ganze Teile davon auswendig. Ich werde den nächsten Band wohl mit zur Arbeit in der Konservenfabrik nehmen. Dort ist ein Büro, das nicht genutzt wird, nehme ich öfter zum Mittagessen. Ich kann genauso gut alles nochmal lesen. Oh, you like flowers? I can't find many kinds around here. If you need to go, I'll wait outside. I don't like coming out here. People on the streets. So, haben wir bei dir auch alles rausgeholt? I've been feeling pretty low these days. Don't let the boss catch you saying that. I've never actually been in here. Seemed scary from the outside. Welcome to the Spacer's Choice Constabulary. We are Halcyon's leading brand in frontier justice. The office is writing a promotion. Purchase 3 criminal investigations and the 4th one's free. Ich suche nach Arbeit. Ich möchte dir gerne ein paar Fragen stellen, wenn du nichts dagegen hast. As long as your questions fall within the acceptable margins of curiosity. Sagt dir der Name Finas Wells etwas? His likeness decorates many a wanted poster. Do you have any relevant information about this individual? Ist ein Wissenschaftler. Wir kennen einander. Ja genau, deshalb frage ich. Anscheinend gibt es ein Kopfgeld auf ihn. Hat mich entführt, mein Körper aufgetaut und mir umgeschossen. Dann bin ich hier gelandet. You are correct. An outstanding bounty has been posted for information pertaining to the whereabouts of Phineas V. Wells. Ist ein Wissenschaftler. Wir kennen ihn. Wenn der Vorstand bezahlt, nehme ich das Kopfgeld gerne an. Unfortunately, the arrest of Mr. Wells falls outside my authority. I enforce the company policy of Spacer's Choice in the region of Emerald Vale. Wells is wanted by the board. If you have information related to the location of Phineas V. Wells, you are required to submit that information to your nearest board authority. Da war nur eine Sache. Schon gut, mit wem muss ich also darüber reden? Ich dachte, du wärst mein nächster Vertreter des Verstands. I represent Spacer's Choice. Spacer's Choice is a wholly owned subsidiary of Universal Defense Logistics, which is itself a member of the Halcyon Holdings Corporation Board.
Also, I specialize in processing fingerprints. So unless you're carrying Wells's finger on you, there's not a lot I can do for you. Any information regarding outstanding bounties and wanted criminals should be directed to Mr. Udom Bedford. Mr. Bedford's office is located on the Groundbreaker. Das ist der Groundbreaker. Halcyon's original colony ship, now repurposed into a space station. Mr. Udom Bedford represents the board's interest on the Groundbreaker. Something else I can do for you? Know how to carry yourself in a fight? I've got bounties out for these 3 marauders. Cross them off and bring me their fingers. Just 1 per marauder, please. I'll dust off the old fingerprint roller. Okay. Auch wieder was Neues zu arbeiten. Been eating nothing but salt tuna for a year. I know how you feel. Bertie Cottom von der Abteilung für Ruhestand, Terminierung und Rückführung von Space Choice. Ein Vollstreckungsbefehl für Bert Cotton mit sofortiger Wirkung. Ehemaliger Vikar, stationiert in der Pfarrei von Edgewater. Vikarsamt von Orden des Wissenschaften. Gesucht wegen Zerstörung von Konzerneigentum, Mord an unbescholtenen Konzernangestellten, Anführertum und nicht autorisierter Verwendung medizinischer Vorräte. Großzügige Prämie. Bezahlung bei Ablieferung. Unterschrift mit eigenem Namen erforderlich. Weitere Informationen. Sucht Jill Antirim. Gesucht wegen Zerstörung Konzerneigentumsmord an. Ja, das ist das Gleiche, wa? Yes, Mr. Thompson. I'm fine, Mr. Thompson. Never been healthier. Oh, sweet merciful law. A marauder's in my domicile. Hey, immer mit der Ruhe, ich bin keine Plünderin. Handfeuerwaffen. Mit der Waffe wedeln. Rück all deinen Besitz aus. The reason you're running around outfitted like one of those monsters? Did Mr. Thompson send you to put the fear in me? Well, you tell Mr. Thompson I'll be right at my post. Tomorrow. Bright and early tomorrow. Because I'm definitely not plagued. As spry as a spring chicken. That's old Abernathy. Immer mit der Ruhe. Mr. Thompson hat mich nicht geschickt. Ich habe gehört, wie du vor dich hingemurmelt hast. Willst du mir verraten, was dich so nervös macht? You some sort of wandering alienist? Walking into a man's own domicile, pestering him about his mental state? Du bist also Martin, ne? What? No. I mean, I might be. That depends on who's asking. Suche nicht nach Streit. Ich bin nur hier, um deine Grabgebühren einzutreiben. Silas knows, doesn't he? That's why he sent you. That's why he wants me to pay up. He knows. Was weiß er? Lügen, er hat mir alles erzählt. Wie lange dachtest du denn, dass du ein solches Geheimnis bewahren könntest? Sounds like he's already told you. You may as well hear it from me. I'm dying. I'm not long for this world. The date of my expiration is fast approaching. And soon I shall be ushered through the great cannery in the skies. Don't say that, Mr. Abernathy. You still got a couple decades in you. I'd steer clear, Ms. Holcomb. My affliction's bound to be contagious. It's plague. Has to be. Silas knows. He knows I got one foot in my grave, and now he wants to charge me for the other one. Tut mir leid, das zu hören. Du bist paranoid. Das ist sicher alles sehr tragisch und herzreißend. Bezahl mich einfach, damit ich von dir verschwinden kann. I'll pay your fees. I don't want any trouble from Silas. But if you could see a way to freelancing for me, I could really use the help. Wie kann ich helfen? Wieso bin ich deiner Meinung nach denn freischaffend? Hängt davon ab, was du brauchst. Das ist im Grunde, wie kann ich helfen? Couple hours out of your day and some light second story work. That's all. Einbruchsdiebstahl. There's a cache of anthracillin tucked away in the old community center. Powerful stuff. Stronger than what we got, anyway. I need you to break in, nab that medicine, and bring it back to me.
Mache ich nicht so schnell. Ich habe ein paar Fragen. I'll do what I can. Wieso kannst du nicht einfach selbst Medizin kaufen? Ich vermute, dass dort Wachen sind. You will not find any guards within sight of that old place. Marauders, on the other hand. I have it on good authority. There's a gang of them squatting there. I advise stepping softly. Ich habe doch gerade schon mal. Wieso kannst du nicht einfach selbst Medizin einkaufen? I tried medicating myself with Adrenatime. Didn't do much for me, as far as I can tell. Anyway, I can't just buy medicine. Distribution of medicine is strictly prohibited to any workers beneath the acceptable margin of health. Company policy. Mit anderen Worten, der Konzert behandelt dich nicht, weil du bereits krank bist. Es kommt schon, du siehst keinen Tag älter als 90 aus. More like the company won't treat me because I'm not healthy enough. Ich habe genug gehört. So you'll do it then? Mache ich. You oblige me with your haste. I think I feel the plague spreading. Oh, Law, it's in my spleen now. I can feel it. Gibt es etwas, das ich über dieses Versammlungscenter wissen sollte? Just keep your head down when you're in there. Marauders have taken over. Probably tracking mud all over the archives. Du gehst ein ziemlich großes Risiko ein, mir zu vertrauen. Das ist ja klar. I know that, but I got nobody else to turn to. Reed would have wrote me up. Constable would have locked me up and wrote me up. Could have gone to see the good vicar, but I never did find my courage. Dann lasse ich dich mal zufrieden, okay? You're making a mistake working for Abernathy. Excuse me. I'm Esther Blaine, Spacer's Choice Actuary. I overheard your talk with Abernathy. I hope you're not thinking about getting him that medicine. Abernathy is a well-known hypochondriac. Anthracillin is wasted on him. You're better off selling it to me instead. Wofür brauchst du es denn? Zeig Symptome. Du sagst also, er soll systematisch. Ich werde darüber nachdenken. I probably shouldn't tell you. Don't want you implicated for what I'm trying to do. Lass das nur meine Sorge sein. Das ist ja überhaupt nicht zwielichtig. Alright. Here's a summary. A lot of sick people in this town, and we don't have the medicine to treat them all. Can't reach out to corporate without crossing a river of red tape, so I'm reaching out to you. Aber er bezahlt mich für meinen Aufwand. Kannst du sein Angebot decken? Ich verstehe, du brauchst also jemand, der illegal Medizin für dich schmuggelt. Something like that. Look, I'm not in the habit of law breaking, but sometimes you've got to do the wrong thing for the right reasons. That's all I can ask of you. Da geht's raus. Ach, der eine? Moment mal. Tagebuch. Bis ins Grab. Ludwig ist einer derjenigen, von dem du die Grabgebühren für Silas einträumen sollst. Er ist als Wache des Landeplatzes südöstlich von Edgewater eingesetzt. Ludwig Miller, da lang. Hey, Miss Parvati. Come for a visit? Lovely to see you about, Miss Parvati. Things going all right, Silas? Been keeping him careful and true, miss. Von wem sprichst du, Silas? Best to ask her yourself.
My dad's buried here. Silas watches over him when I can't leave the house. Super leid, Parati. Well, thanks. Something I can do for you? Wir müssen über Eugene reden. Yeah? What about him? Du zuerst, ich weiß, dass du ihn beerdigt hast. Well, yeah. It's what I'm contractually obligated to do. What's this about? Deine Goldzähne, die könnten fast von Wert sein, wenn du sie rausziehst. Dazu bin ich vertraglich. Egal. Gut. Yeah. Funny thing, Eugene's body ain't where it's supposed to be. The night we was supposed to commend his body to the earth, I had his grave all dug up and ready, right? And so I thought, I'll just rest my eyes a bit. When I woke up, his body was gone. Spirited away. Vanished. The footprints nearby suggested that Eugene was stolen by marauders. Or he rose from the dead. Ich halte meine Augen auf. Let me know if you find anything. Haben wir noch eine Frage? Nein. Ich glaube, wir müssen auf die anderen Seite raus. Was sind wir denn hier? Wo sind wir denn hier? Easy. Da-da-dum, da-di-da-di-da-dum. Ich habe noch irgendwas gesehen. Irgendwo, irgendwas. Was ich liegen lassen hat, wo ich mir selber gesagt hatte, man holt es auf dem Rückweg. Das finde ich halt nicht mehr. Okay, so kämen wir da rein, aber von da aus. Tschick, tschick. Hallo? Ich höre dich, wo bist du? Parati. Spacer's Choice.
Zigaretten, immer gut, klar. Aber zum nein. Terminal, Zugang, Balkontür im zweiten Stock aufsperren. Aufgesperrt. Nachrichten. Ahnraubissen. Ich wollte nur nachfragen, wie es um das neue Sultan Light Projekt steht. Ich habe mir Gedanken über ein paar neue Slogans für die Produktlinie gemacht und ich denke, ein paar davon werden unsere Kunden wirklich erreichen. Lieber Lawrence, ich weiß, dass deine harte Arbeit bezüglich unserer geliebten Marke Saltana wirklich zu schätzen. Ich habe gerade eine Antwort von der Konzernleitung erhalten. Sie haben kein Interesse an deiner Idee einer Light-Version der Sultan-Marke, da wir nicht mit uns selbst in Konkurrenz geraten wollen. Aber sie sind interessiert an der Idee, Sultan leichter herzustellen. Mit sofortiger Wirkung wurden wir angewiesen, schwerere Dosen zu verwenden, die es uns ermöglichen, sie mit weniger Sultana zu befüllen und damit bei jeder Dose einige Stücke einzusparen. Das ist genau die Art von bahnbrechender Idee, die wir in unserer Konservenfabrik brauchen. Tatsächlich hat mir unsere Logistikabteilung gerade meine Anfrage bestätigt, dass man dich von der Marketingabteilung in die Konservenfabrik versetzt. Kannst du das glauben, Lawrence? Du wirst Ellenbogen an Ellenbogen mit deinen Arbeitskameraden am Konservenverband stehen und jede der etwas schwereren Dosen mit etwas weniger Sultan füllen. Stunde um Stunde, Tag um Tag. Was für eine unglaublich große Ehre für dich und für mich. Deine Position in unserer Marketingabteilung wurde mit sofortiger Wirkung aufgekündigt. Ich erwarte, dass du dich morgen früh bei unserem Vorarbeiter anmeldest. Die Kosten für eine Uniform werden dir vom Gehalt abgezogen. Willkommen. So einfach geht das. Persönliche Dateien. Slogan-Ideen. Ach so. Schmilzt auf der Gabel, nicht im Mund. Weniger Fett, aber ein wenig, Aber ein wenig sultaner Geschmack. Ist denn schon wieder Pökelzeit? Jetzt mit köstlich knusprigen Knorpel. Oh Mann. Sultaner, ohne Salz geht es nicht. Notiz, ohne die Spacer Choice Familie auch keine Sultaner. Potenzielle Vermarktung für Familien. Führende Wissenschaftler sagen, es ist tatsächlich noch Nahrung. Geil gemacht, geil gemacht. Oh, da liegt ja noch was. Bitcoins. Ach, guck mal. Jetzt kann man hier rüber. So. Kommen hier auch noch rein? Nein. Auch wenn ich nicht so neugierig wäre, ne? Dann würden wir ja wirklich in die Richtung gehen, in die wir müssen. Zum Ludwig Müller. Linderer. Linderer.
Irgendwo eine Karte eigentlich? Da, Karte da. Aktivierter Auftrag Präsenz Croft. Ja. Seit Schnellreiseplatz. Da. Spielerposition. Verkaufsautomat ist das okay. War ja gar nicht so dumm, die mitzunehmen. Na gut, Unterstützung gewesen. Ein kleiner Prozentsatz an gefundenen Waffenrüstung verdient das Prädikat neuwertig. Die verfügbare Haltbarkeit. Lass mal gucken hier. Wie sieht das denn hier eigentlich aus? 180, 73 Schaden pro Sekunde, 93. Was haben wir denn jetzt hier noch alles? 180. Ist doch du, ne? Jagdgewehr 53. Revolver. Leichtes Maschinengewehr. (73, 73, 93, 60. Schauen Sie rein. Hui. Here we go! Okay, sie ist scheinbar nicht unsterblich. Aber das nehme ich dann jetzt als ersten Cut von Outer Worlds. 2,5 Stunden Spielzeit ist eine gute Länge. Und ja,
Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bedanke mich bei allen, die dabei waren, auch später auf YouTube. Und sage dann, wie immer am Ende, Arrivederci, Winke, Winke und Goodbye. Bis zum nächsten Mal. Euer, dein Aiden Croft.